Amen. Amen. In our previous presentations, In unserer vorangegangenen Präsentation, we've been looking at Daniel 11, verse 40. da haben wir Daniel 11, Vers 40 betrachtet. The way this movement has approached this verse, Die Art und Weise, wie diese Bewegung an diesen Vers gegangen ist, whether we individually have realized this or not, ob wir es individuell bemerkt haben oder nicht, is by using a repeat and enlarge methodology. ist, indem man eine Methode der Wiederholung und Erweiterung benutzt. What we've done Was wir gemacht haben, is we've gone to the book of Revelation ist, dass wir zu dem Buch Offenbarung gegangen sind and we saw in 3 verses und in 3 Versen the death and resurrection of a beast power. haben wir den Tod und die Wiederauferstehung einer Tieresmacht gesehen. In some verses it talks about the death and resurrection of a head. In manchen Versen redet es oder handelt es von einem Tod und Wiederauferstehung eines Kopfes. In fact, you see that in Revelation 13. Und das sieht man in Offenbarung 13. But in Revelation 17, it's the beast that dies. Und in Offenbarung 17 ist es das Tier, das stirbt. And what we have found Und was wir dann gesehen haben, is that we can accurately mark when the death occurs dass wir sehr akkurat hin oder aufzeigen können, wann dieser Tod passiert. But in the Revelation, it doesn't tell you when the resurrection occurs. Aber in der Offenbarung zeigt es uns nicht, wann diese Auferstehung wieder passiert. In fact, in the book of Revelation, In dem Buch Offenbarung it doesn't tell you who causes the death, sagt es uns sogar nicht, wer diesen Tod verursacht. and it doesn't tell you what happens when the resurrection occurs. Und es sagt uns auch nicht, was passiert, wenn die Wiederauferstehung passiert. So there are large gaps in our information base just from Revelation. Also da gibt es große Löcher oder Lücken in unserer Informationsgrundlage. And the problem is, Das Problem ist, if you just stick with Revelation wenn man einfach nur die Offenbarung nimmt and if you just stick with Revelation, wenn man nur die Offenbarung jetzt nimmt, it becomes difficult to decode the symbology. dann wird es schwer, die Symbolik zu dekodieren, entschlüsseln. We could make educated guesses, Wir können ausgebildete Vorschläge oder Rate haben. Revelation 17 is useful. Offenbarung 17 ist brauchbar, The symbology hilfreich und die Symbole can be relatively easily understood, können sehr recht einfach verstanden werden. and yet it is easy there to make mistakes. Und dennoch ist es einfach, hier Fehler zu machen. Even if you combine Revelation 12, 13 and 17, Auch wenn man die Offenbarung Kapitel 12, 13 und 17 kombiniert, there's still no real clarity on some of these events. da gibt es immer noch keine deutliche Klarheit über diese Ereignisse. However, when you combine the information with Daniel, Und wenn man diese Information jetzt aber mit Daniel kombiniert, particularly Daniel chapter 11 verse 40, insbesondere mit Daniel Kapitel 11, Vers 40, then what you notice was man dann erkennen kann, is that you can begin to understand more clearly what those events are. dass man deutlicher verstehen kann, was diese Ereignisse eigentlich sind. I think it's been unfortunate Und ich denke, es war eigentlich unglücklicherweise, that we really haven't approached Daniel 11 verse 40 from this perspective. dass wir Daniel 11, Vers 40 nicht von dieser Perspektive nicht da so dran herangegangen sind. If we had,
Und wenn wir das so getan hätten, we would have been much more willing, much more ready to have accepted the midnight cry message. dann wären wir hätten wir die Mitternachtsruf-Botschaft viel eher angenommen. So we spent quite some time now Also wir haben einiges an Zeit jetzt damit verbracht, discussing the approach that we've taken dass wir die Herangehensweise betrachtet haben and the conclusions that we can draw und die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können, when you use a repeat and enlarge technique. wenn man eine Wiederholung und Erweiterung Technik anwendet. I received a question. Ich habe die Frage erhalten, It says, when juxtaposing two entities also wenn man zwei Einheiten juxtapositioniert and when you juxtapose, und wenn man halt diese juxtapositioniert, it means you see the differences. dann bedeutet es, dass man die Unterschiede sieht. In fact, you can only analyze one entity Man kann hier eigentlich nur eine Einheit sehen, as you compare it to another. wie man es mit einer anderen vergleicht. So an example of juxtapositioning Also ein Beispiel für die Juxtaposition oder dieses Nebeneinanderstellen is if you consider the two concepts of hot and cold. ist, dass man diese Konzepte von heiß und kalt betrachtet. So having the term hot on its own, Also wenn man jetzt hier diesen Begriff heiß in sich selber nur hat, you're not really able to identify what hot is. dann kann man nicht wirklich identifizieren, was denn heiß eigentlich ist. Is hot 100 degrees Celsius or is it 500 degrees Celsius? Ist heiß jetzt 100 Grad Celsius oder 500 Grad Celsius? The term itself is meaningless Also der Begriff in sich selber ist bedeutungslos, unless you compare it to something. es sei denn, man tut es mit etwas anderem vergleichen. So boiling water is hot, Wenn man jetzt Wasser kocht, dann ist das heiß. and yet compared to a gas flame Und dennoch verglichen mit einer Gasflamme or molten steel, oder geschmolzener Stahl, it's cold. dann ist es kalt. Therefore, when we start thinking about juxtapositioning, Wenn wir jetzt nun über diese Juxtaposition nachdenken, it only means anything when you compare an entity or an item with something else. dann kann das nur etwas bedeuten, sobald man diese eine Einheit, diese Sache mit einer anderen vergleicht. So if I were to ask you, are you clever? Wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du clever? You can't really answer that question. Dann kannst du diese Frage nicht wirklich beantworten. So Brother Wolfgang says by experience. Bruder Wolfgang sagt hier durch Erfahrung, So is a baby clever? ist ein Baby clever? Is a baby clever compared to a snail? Ist ein Baby clever oder mehr clever wie eine Schnecke? Yes, it's Ja. orders of magnitude cleverer. Es ist sehr viel cleverer. So when you start using subjective terms as clever, Also wenn man jetzt Wörter oder subjektive Wörter benutzt wie clever, they only make sense in a reference when you compare it to something. dann machen sie nur Sinn als Referenz, wenn wir sie mit etwas anderem vergleichen. So the question is, when we juxtapose two entities Die Frage ist nun, wenn wir zwei Einheiten juxtapositionieren, also nebeneinander stellen, and comparing and contrasting, und wir vergleichen und gegenüberstellen, how do you know which characteristics to compare and which ones to contrast? woher wissen wir jetzt, welche Eigenschaften wir vergleichen müssen und welche wir gegenüberstellen müssen? This question comes up quite often Diese Frage kommt sehr häufig vor, because when you take the terms compare and contrast, denn wenn man die Begriffe vergleichen, gegenüberstellen nimmt, what you're looking for is similarities and differences. wonach man da sucht, sind es Gleichheiten oder Ähnlichkeiten und Gegensätze. And I would suggest Und ich würde vorschlagen, you know what to compare and what to contrast based upon the study that you are doing. du weißt, was du vergleichen und gegenüberstellen musst, basierend auf dem Studium, das du tust. So if we were looking at Daniel 11 verse 40, the king of the south and the king of the north, Also wenn wir Daniel 11, Vers 40, die Studium betrachten, König des Nordens und des Südens, we can do two things. dann können wir zwei Dinge tun. We can compare
Wir können vergleichen, the similarities, die Ähnlichkeiten vergleichen and we can contrast the differences. und wir können auch die Unterschiede vergleichen. So we could say that the south and the north are similar, Also wir können sagen, der Süden und der Norden sind ähnlich. or we could say the same, Oder wir können sagen, auch sind das Gleiche. but we could also say that they're polar opposites, completely different. Aber wir könnten auch sagen, dass sie polare Gegensätze sind. Sie sind komplett anders. And it depends upon the point or the objective of the study, which it would be. Und es kommt jetzt auf den Kontext deines Studiums an und den Punkt, den du rüberbringen willst. As an example, Also ein Beispiel. we can see that the king of the south and the king of the north are very different. Wir können sehen, dass der König des Südens und das König des Nordens sehr unterschiedlich sind. One wins and one loses. Einer gewinnt, der andere verliert. Therefore, one would be strong and one would be weak. Deswegen wird der eine schwach sein, der andere stark. Two completely contrasting entities. Zwei komplett unterschiedliche Einheiten. And yet, Und dennoch we can see similarities. können wir auch Ähnlichkeiten sehen. And it's this, in this particular example, it's this phenomena that we have missed. Und in diesem Beispiel, das wir hier genannt haben, ist genau das, was wir verpasst haben. If the king of the north Wenn der König des Nordens were to resurrect, wieder auferstehen würde, then is there a possibility besteht da eine Möglichkeit, that the king of the south dass der König des Südens has the same properties, the same ability to Die do that? gleiche Möglichkeiten, gleichen Fähigkeiten hat, dies zu tun. And it's something that we haven't really considered before. Und das ist etwas, was wir nicht wirklich vorher bedacht haben. King of the south resurrecting. Dass dieser König des Südens wieder auferstehen kann. So what we find, Und was wir dann sehen, sorry, when I made the point, I didn't actually explain what I was comparing them to. tut mir leid, ich habe nicht erklärt, mit was ich sie So vergleiche. I wanted to make the point that you're able to do it before giving you what the comparison was. Also wollte ich erst den Punkt machen, dass man es tun kann, bevor ich jetzt sage, wie oder was. So if you see that the king of the north can resurrect, Also wenn wir sehen können, dass der König des Nordens wieder auferstehen kann, you can see also that the king of the south can resurrect too. dann sieht man, dass der König des Südens auch wieder auferstehen kann. And once you can make that connection, Und wenn man dann diese Verbindung machen oder tätigen kann, then the task would be to discover when that would happen dann and how that would happen. wäre die Aufgabe zu fragen, wann das passiert und wo es passieren würde. So the question is, how do we know the king of the south dies? Die Frage ist, wie wissen wir, dass der König des Südens stirbt? This is the power of comparing and contrasting. Das ist die Macht oder Kraft von wieder vergleichen und gegenüberstellen. It's easy to see there are differences between the south and the north. Es ist einfach zu sehen, dass es da Unterschiede zwischen dem Süden und des Norden gibt. If you can prove that, Und wenn man das beweisen kann, then what you can demonstrate, was man dann demonstrieren kann, not through history, nicht durch die Geschichte, not through a Bible verse, nicht durch einen Bibelvers, but through this methodology, aber durch diese Methode, that you can compare them, dass man sie miteinander vergleichen kann. which would mean that they have the same experience. Was bedeutet, dass sie die gleiche Erfahrung hätten. So if the north resurrects Also wenn der Norden wieder aufersteht, after a death, nach einem Tod, then if you were to compare them, wenn man sie miteinander verbinden würde, the inference is that they're the same. vergleichen würde, dann würde man sehen, dass sie eigentlich das Gleiche wären. Therefore, you would expect the south to die and to resurrect. Und deswegen würde man dann auch erwarten, dass der König des Südens stirbt und wieder aufersteht. It doesn't show that in the verse, Und dies zeigt es uns nicht im Vers selber. and this is why it gets missed. Und das ist, warum es da so verpasst wird. And this is why this methodology is so important to understand. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Methode verstehen. So it's not just about when to compare and when to contrast, which is what the question is asking. How do you know when to do that? Also es ist, wie der Fragesteller sagt,
wann soll man denn hier vergleichen und gegenüberstellen? Darum geht es jetzt nicht wirklich, Depends upon the study that the person is doing. sondern es kommt darauf an, auf das Studium an, das die Person tut oder macht. And in this verse, Und in diesem Vers we do both. tun wir beides. We contrast them. Wir vergleichen sie oder stellen sie gegenüber We see und wir sehen, that in 40 part A, dass in 40 Teil A one power is more powerful than the other. eine Macht ist mächtiger als die andere. They're different. Und sie sind unterschiedlich. And in part B, one power is more powerful than the other. Und in Teil B ist der eine Teil mächtiger als der andere. They're contrasting powers, they're different, strong and weak. Also es sind gegensätzliche Mächte. Sie sind stark und schwach. But what you can see also Aber was man auch sehen kann, is if you compare them, ist, dass wenn wir sie vergleichen, which means recognizing that they have the same characteristics. was bedeutet, dass wir erkennen, dass sie die gleiche Charaktereigenschaft haben. They're both kings. Sie sind beide Könige. A king has kingdoms, they both have kingdoms. Beide sind Könige und sie haben Königreiche. Once you can do that, Und wenn man das tun kann, remember we saw that this verse was talking about one power, erinnert euch, dieser Vers handelte von einer Einheit. the same as these verses. Genauso wie diese Verse, eine Macht. And we're able to identify what that power was. Und wir konnten identifizieren, was diese Macht war. It's what's shown here as number 2, Und das wird hier als die Nummer 2 angezeigt. or here shown as B, Oder hier auch als B. B dash, Und B mit Strich. or here Oder hier shown as him 1 and king of the north. als R1 oder ihnen 1 und König des Nordens. This is the theme of this verse from beginning to end. Das ist das Thema dieses Verses von Anfang bis Ende. The way we would express it simplistically Die Art und Weise, wie wir es einfach erklären würden, is this is the story of papal Rome, ist, dass dies die Geschichte des päpstlichen Roms ist. the story of the king of the north Die Geschichte des Königs des Nordens, as it dies and resurrects. wie stirbt und wieder aufersteht. Singular entity, singular power. Eine einzelne Macht oder Einheit. And we get that, as we've said, from the structure of Revelation. Und wir bekommen das von dieser Struktur, wie wir bereits gesagt haben, von der Offenbarung. So if we see the phenomena of death and resurrection in verse 40, Also wie wir dieses Phänomen in Vers 40 von dem Tod und der Wiederauferstehung sehen, the death and resurrection of the king of the north, diesen Tod und Wiederauferstehung des Königs des Nordens, then we should be able to compare that with the experience of the king of the south. dann sollten wir das mit der Erfahrung des Königs des Südens vergleichen können. And what's important to note Und was wichtig ist, dass man hier erkennt, is that you cannot see it in the verse, ist, dass man es im Vers selber nicht sehen kann. the resurrection of the king of the south. Die Wiederauferstehung des Königs des Südens. Now, in the verse, Also in dem Vers, there is incidental information. da gibt es Inzidenzer. Incidental, which means it's not directly related to the theme of the verse. Also da gibt es It's Informationen. additional. Keine Information, die direkt in diesem Vers drin ist. Es kommt noch dazu. So the incidental information is what? Also diese nebensächliche Information ist was? What's the incidental information? Was ist diese nebensächliche Information? Because we have this fixed idea of verse 40. We're so familiar with it, it's very hard to know. Also, sorry, can you repeat that? Because we have a very fixed and rigid perspective of verse 40, Okay, weil wir so eine voreingenommen feste Meinung von diesem Vers 40 haben, you know too much about the verse, da weiß man zu viel über diesen Vers, or at least you think you do. oder man denkt es, dass es so ist, It's hard to answer my question. da ist es hart oder schwer, meine Frage zu beantworten. But if you had followed through with the study, Aber wenn man dem Studium gefolgt wäre, all of us should easily be able to understand that answer. Should easily be able to answer the question. dann sollte man diese Frage einfach beantworten können. What is the
the information that doesn't need to be there. Was ist hier die Information, die hier nicht sein muss? The ancillary information, the additional information. Die nebensächliche Information. Is it the when? No, we're in here. No when. Okay. Additional information. Sorry? No. I thought the missing parts. The problem, sorry? I thought the missing parts which we didn't see in Revelation. So it's the missing parts that you don't see in the book of Revelation, Also es sind diese fehlenden Teile, die wir nicht in dem Buch Offenbarung finden. which is why I put them in red. Und deswegen habe ich sie in Rot So what's in red here hingemalt. Und was ist hier denn in Rot? is not necessary information in verse 40. Ist nicht unbedingt notwendig. Also diese Information ist nicht unbedingt notwendig in Vers 40. The story of verse 40 Die Geschichte von Vers 40 is the story of the king of the north. ist die Geschichte des Königs des Nordens. You don't need to know Man muss es nicht wissen about the king of the south. über den König des Südens. If you don't need to know about the king of the south, you don't need to know about him too. Und wenn man nicht über den König des Südens was wissen muss, dann muss man auch nicht über ihn zwei was wissen. Here, Also hier, all this red, das ganze Rote, we don't need to know that das muss man eigentlich nicht because wissen, it's not in Revelation. denn es ist nicht in der Offenbarung enthalten. And we don't need to know about the storm that comes against the king of the south. Und wir müssen auch nicht über diesen Sturm Bescheid wissen, der gegen den König des Südens kommt. This was the attack Das war die Attacke by the southern king, von diesem Südkönig. and this is the revenge that comes upon him. Und das ist hier diese Rache, die auf ihn kommt. And that is additional information in the verse. Und das ist eine weitere Information, die uns in diesem Vers gegeben wird. And because it's viewed that way, even though you perhaps don't think of it like that, Und weil es so betrachtet wird, vielleicht denkt ihr auch nicht so darüber nach, it becomes difficult to compare the two kings. da wird es jetzt schwer, diese zwei Könige zu vergleichen. Remember, contrasting looks at the differences, comparing looks at the similarities. Erinnert euch, gegenüberzustellen bedeutet die Gegensätze zu betrachten und vergleichen bedeutet die Ähnlichkeiten zu sehen. So let's focus on the south. Lasst uns auf den Süden fokussieren. King of the south, he's looking strong here. Der König des Südens sieht hier stark aus Let's do it this way. und lasst es uns folgendermaßen tun. You have alive. Man hat hier am Leben, I'm going to put it here in blue because people may not have seen this. hier markiere ich es in blau, vielleicht haben das Leute noch nicht gesehen. This was not alive. Das hier war nicht am Leben. So, Also, this is the story of which power? das hier ist die Geschichte von welcher Macht? We know it's a singular power. Wir wissen, es ist eine einzelne Macht. It's called Es ist berufen. the beast Oh, es wird das Tier genannt in Revelation 17, in Offenbarung 17 13, and 12. und auch in Offenbarung 13 und 12. So this is the story of the beast. Also das ist eine Geschichte über das Tier. You could argue it's a story of its heads. Man könnte auch argumentieren, dass es eine Geschichte über seine Köpfe ist. So I just want to remind us, Ich möchte uns daran erinnern, we didn't focus on this. wir haben uns nicht darauf fokussiert. Remember we said here, beast is the head. Erinnert ihr euch dran, wo wir hier gesagt haben, hier das Tier ist der Kopf? In Revelation 13 verse 3 it says the deadly wound, healed wound. Und in Offenbarung 13, Vers 3, erinnert euch, da heißt es, diese Wunde und dann die Wunde wird geheilt. Remember this is head number 8 Erinnert euch, das ist dieser Kopf Nummer 8. and it says it's of the 7. Und es heißt ja, dass es von den 7 kommt. And I've said it was head number 5. Und ich habe gesagt, dass es Kopf Nummer 5 war. If you go to Revelation 13 verse 3, Wenn man durch Offenbarung 13, Vers 3 hindurchgeht, what's the wording there? was ist denn hier die Wortwahl, die benutzt wird? And I saw one of his heads as it were wounded to death. Und ich sah eine seiner Köpfe, wie es zu Tode verwundet wurde. So one of the 7 heads is wounded, dies. Und einer seiner 7 Köpfe wurde verwundet und stirbt. And then it says his deadly wound was healed. Und dann heißt es, dass seine Todeswunde geheilt wurde. So if the head received the injury, Also wenn dieser Kopf die Wunde
zugezogen bekommt, one of the heads, also eine dieser Köpfe, if it was healed, wenn es dann wieder geheilt wird, then you would have to make the assertion that the head that was wounded is the one that's healed. dann muss man die Annahme nehmen oder das so sehen, dass eigentlich der Kopf, der verwundet wurde, wieder geheilt wurde. So what number is this? Und welche Nummer ist das denn? Here. Hier. What numbers do we have so far? Natalie says 7. We have number 8, we have number 7 so far. What number is this? Also, wir haben Nummer 7 und 8. Und welche Nummer ist das hier eigentlich? It's not number 7. Es ist nicht Nummer 7. Alyssa says 5, Natalie says 5. Not number 8. Es ist nicht Nummer 8. What head got killed? Welcher Kopf wurde denn verwundet? No. 6 didn't get killed. Number 1, number 5. Not number 1. Nicht Nummer 1. Too many heads. Zu viele Köpfe. I've already received the right answer, I think Sister Number Alyssa said. 5. Head number 5 Kopf Nummer 5 was alive. war am Leben It got killed. und es wurde getötet. Received a deadly wound. Es hat die tödliche Wunde bekommen. And it's that head that is healed. Und dieser Kopf ist derjenige, der geheilt wird. So this is head number 5, Also- 7 and 8. Also das ist hier Kopf Nummer 5, 7 und 8. The numbers are just symbolic representations of this experience. Die Zahlen sind jetzt nur ein Symbol der Erfahrung in diesen Versen. All the people that gave different answers, hopefully they can see that. Also die Leute haben alle unterschiedliche Antworten gegeben und ich hoffe, dass es jeder jetzt hier so sehen kann. There's no point in looking in the... I don't know, which verse are you looking in, Sister Esther? In welchem Vers schaust du, What are you Schwester looking Esther? for? It won't help you in Revelation 17 to answer my question. Also es wird dir nicht helfen, wenn du in Offenbarung 17 versuchst, meine Frage zu beantworten. The head that was killed is the head that gets healed. Der Kopf, der getötet wurde, ist derjenige, der geheilt wird. So whatever that number was, it has to be the same number. Also was auch immer das für eine Zahl war, es muss die gleiche Zahl sein. It's head number 5 that gets killed, Es ist Kopf Nummer 5, der getötet wird. and it's therefore head number 5 that is healed. Und deswegen ist es Kopf Nummer 5, der auch wieder geheilt wird. But in Revelation 17, it's not healing, Also in Offenbarung 17 hier, da heilt es nicht. it's resurrection. Hier ist es wieder Auferstehung. It words it differently, Also hier werden andere Worte benutzt. so it gives it a different number. Also wird da eine unterschiedliche Nummer gegeben. But that's not my point. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt. The point I want to make Den Punkt, den ich machen möchte, is that we had life, death, and then life. was wir hier hatten, war Leben, Tod, Leben. Hopefully we can see that. Ich hoffe, dass wir das sehen können. Now, in Daniel chapter 11, verse 40, In Daniel 11, Vers 40, this one here, das hier this life, ist am Leben is not brought to view. und dieses Leben wird nicht gezeigt. That's why it's over here on the side. Und deswegen ist es hier an der Seite. It would go here somewhere, Als würde hier drüben irgendwo hingehen. actually here, Also hier irgendwo. outside of the verse. Außerhalb des Verses. If you're not sure, Wenn ihr euch nicht sicher seid, we'll come to this boardwork here. dann kommen wir hier zu diesem A life Tafelbild. Hier am Leben before the death, vor dem Tod. and it's 42 months, Und es sind 42 Monate. 1260, 1260. the Dark Ages, Die dunkles Zeitalter. which is before the time of the end. Was vor dem Zeit des Endes ist. And the time of the end Und die Zeit des Endes is the beginning of verse 40. ist der Anfang von Vers 40. So this life here Also dieses am Leben sein hier is back here. ist hier hinten. The verse begins with the death, Also dieser Vers beginnt mit dem Tod. and then it ends with the life. Und dann endet es mit dem am Leben sein. But I want us to understand that if you have death then life, it was alive before. Also wenn man sieht, dass es Tod und Leben, Leben und dann Tod hat, dann, dass man sieht, dass es vor am Leben war. You see that in Revelation 17 verse 8. Und man sieht das in Offenbarung 17, Vers 8. The beast that was Das Tier, das war, is not, ist nicht,
shall ascend. und es soll wieder aufkommen. It says the same in verse 11. Das ist das gleiche wie in Vers 11. We have was, Wir haben das war, is not, ist nicht number 8. I und Nummer 8. think that's correct. Ich denke, das ist korrekt. Yes. So, was alive, Es is war not am- alive, and now becomes number 8. Es war am Leben, dann ist es nicht am Leben und dann wird es Nummer 8. So if we want to compare the kings, see that they're the same, Also wenn wir die Könige jetzt miteinander vergleichen wollen und sehen, dass sie das Gleiche sind, what should you expect to see with the king of the south? was sollte man dann erwarten, was mit dem König des Südens passiert? How many steps? Wie viele Schritte? How many steps? Wie viele Schritte? Three Three steps. You should see the king of the south same. alive, Also man sieht, dass der König des Südens am Leben ist, dead, tot and then alive again. und dann wieder am Leben. And that's what we missed. Und das ist, was wir verpasst haben. We missed that because we did not understand methodology correctly. Wir haben das verpasst, weil wir die Methode nicht richtig verstanden haben. There's so much information in verse 40 that The- was originally not seen. Da gibt es so viele Informationen in Daniel 11, Vers 40, die ursprünglich nicht gesehen wurde. So, Also, where do we see the king of the south wo sehen wir denn den alive? König des Südens am Leben? Before the verse Vor dem Vers or in the verse? oder in dem Vers? In der Vers? Here it is. It's alive in the verse. Also es ist ja hier am Leben, es ist im Vers. So it's, if we could say this way, it's shuffled along one step. Also wenn wir das so sagen können, es würde so ein Schritt weiter vorgezogen. When you see the king of the north dead, Und wenn wir den König des Nordens tot sehen, what do you see the king of the south? und dann was sehen wir mit dem König des Südens? Alive. Es ist am Leben. Then when you see the king of the north alive, Und wenn man den König des Nordens dann sieht, wie er am Leben ist, you see the king of the south dead. dann sieht man den König des Südens tot. So let me just try to draw that. Lass mich versuchen, das hier zu zeichnen. Alive. Am Leben. What's this? Und was ist das hier? Where are we in history? Wo sind wir denn? Good. Zeit des Endes. So verse 40 begins here. Also Vers 40 fängt hier an. This is outside of verse 40. Das ist außerhalb von Vers 40. Death, Tod and then alive. und dann am Leben. Okay with that? Ja, ist das okay? It must have resurrected in order for it to do any work. Also es musste ja wieder auferstehen, um überhaupt eine Arbeit zu verrichten. So when we Also- start talking about the resurrection of the king of the north, the healing of the wound, Also wenn wir über die Wiederauferstehung des Königs des Nordens sprechen, über diese Heilung der Wunde, without becoming too technical, ohne zu technisch zu werden, specific, also speziell, we know we have a wound and a death. da wissen wir, dass wir einen Tod und eine Wunde und einen Tod haben. And we know we have life and healing. Und wir wissen, dass wir das Leben und das Heilen haben. What we know really clearly Und was wir ganz deutlich wissen, is that the resurrection of the king of the north occurs before verse 41. ist, dass die Tötung und die Wiederauferstehung des Königs des Nordens vor Daniel 11, Vers 40 stattfindet. And this idea has caused this movement to make many mistakes. Und diese Idee hat die Bewegung dazu verleitet, viele Fehler zu tun. So this was the north. Also das hier war jetzt der Norden. Now we look at the south. Und jetzt betrachten wir den Süden. When the north is dead, Und wenn der Norden tot ist, the south was dann war der Süden was? alive. Am Leben. When
the north resurrected becomes alive, Und dann, wenn der Norden wieder aufersteht und dann wieder am Leben ist, it killed or produced death in the south. dann produziert es oder verursacht es Tod im Süden. And therefore, what should we expect Und deswegen sollten wir was erwarten, if they are the same? wenn sie dasselbe sind. Because they're both kings. Denn sie sind ja beide Könige. Life, death. Dass es hier wieder am Leben ist. So the question that was asked, Also die Frage, die beantwortet wurde, when do we know to compare? When do we know when to contrast? wann wissen wir, dass wir vergleichen sollen und wann sollen wir gegenüberstellen? This is a good verse to explore that concept. Dann ist dies ein guter Vers, dies zu entdecken oder ja auszukundschaften. If you remember, Wenn ihr euch daran erinnert, the boardwork that's here, also hier was an der Tafel steht, we received a question da haben wir eine Frage bekommen about 2019. über 2019. Can symbols have more than one meaning? Können Symbole mehr als eine Bedeutung haben? And we showed Wir haben aufgezeigt, that the work of Elder Tess, dass die Arbeit von Ältester Tess, when she made 2019 baptism and the cross, als sie 2019 die Taufe und das Kreuz dort markierte, had done something that was really interesting. dass sie dort etwas getan hat, was sehr interessant war. Now, at first sight, Also, wenn man das so anschaut, it just rolls off the tongue. Symbols have more than one meaning. sagt man, da geht es so von der Zunge weg, einfach Symbole haben mehr als eine Bedeutung. Just to remind us Aber ich möchte uns daran that erinnern, the symbol is the 2019. It's not the cross. dass das Symbol 2019 ist, nicht das Kreuz. Because we're not saying the cross has more than one meaning Denn here. wir sagen ja nicht hier, dass das Kreuz mehr als eine Bedeutung hat. The thing that's fixed is 2019 and it has two meanings. Die Sache, die fix oder fixiert ist, ist 2019, die mehr als nur eine Bedeutung hat. It's not that that's amazing. Und nicht das ist, was so cool ist oder What toll ist. is amazing, Was wunderbar ist, I think, was ich so zumindest denke, is that the experience that comes after that waymark ist, dass diese Erfahrung, die nach dieser Wegmarke kommt, ends up becoming the same experience. damit endet die gleiche Erfahrung zu sein. So whether you take baptism, Also ob man jetzt die Taufe nimmt you see the experience that follows und man sieht die Erfahrung, die danach kommt, is the same experience that follows the cross. und man sieht, dass es die gleiche Erfahrung ist, die auch nach dem Kreuz kommt. There's a visit to the wilderness, Da geht man in die Wüste hinein, which is a work of preparation welches ein Werk der Vorbereitung ist, before you do a work. bevor man ein Werk vollrichtet. We already discussed baptism. Und wir haben bereits schon die Taufe betrachtet. What happens after baptism? Und was passiert nach der Taufe? Which book would we look at? Welches Buch sollten wir dafür betrachten? Just revision. Es ist Wiederholung. Anyone online? Irgendjemand online, der das sagen kann? I want to know what book we went to answer the question. Someone says John. Good. The Fucus family. We went to the book of John, chapter 1 and 2. Also wir sind zu dem Buch Johannes gegangen, Kapitel 1 und 2. After the wilderness, what happens? Was passiert nach der Wüste? 3 things we discussed. 3 Dinge. Sister Esther? Five disciples. 5 Jünger, The marriage at Cana. Hochzeit zu Kanaan Temple cleansing. und die Tempelreinigung. And I want to remind us that the temple cleansing, what happens? Ich möchte, dass wir uns daran erinnern, was passiert an der Tempelreinigung. It was a manifestation of the glory of God. Es war eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes. What did Jesus look like? Und wie sah Jesus aus? He looked like majesty. Er sah wie eine Majestät aus. I don't know how tall he is in real life, Ich weiß nicht, wie groß er im wirklichen Leben ist, but Ellen White says what happened. aber Ellen White hat gesagt, was passierte mit ihm? Good. In Desire of Ages, it says that he grew. Im Leben Jesus sagt sie, dass er wuchs People became fearful of him. und Leute hatten Angst vor ihm.
So you can see that experience Und wir können sehen, dass diese Erfahrung, of fixing the problem, dass man das Problem löst, separating the robbers dass man die Räuber from the pure, von dem from Reinen the trennt, innocent, von den Unschuldigen. all occurs there at the first temple cleansing. Alles passiert da in der ersten Tempelreinigung. The temple is cleansed. Der Tempel ist gereinigt. And you can compare that to the experience that you see after the cross. Und man kann das mit der Erfahrung, die nach dem Kreuz kommt, vergleichen. Jesus says Jesus sagt to his mother at Cana, what? zu seiner Mutter bei der Hochzeit von Kanaan was? It's not my hour. My Hour has not come. my hour has not yet come. Meine Stunde ist jetzt noch nicht gekommen. So there's been some questions on this. Da wurden ein paar Fragen gestellt. People have suggested Leute haben vorgeschlagen, that that hour dass diese Stunde meant what? was bedeutet. Elder Tess did it in her classes here at Portugal. Ältester Tess hat hier eine Stunde in Portugal darüber gehalten. Cross. People were arguing that this is the cross only, always the cross. Leute haben argumentiert, dass das nur und immer das Kreuz wäre. And in those classes, we went through a number of Bible verses to show otherwise. Und in diesen Unterrichtsstunden sind wir durch viele Bibelverse durchgegangen, um das Gegenteil zu beweisen. But I wanted to just make it so simple that you can all see this. Aber ich möchte, dass wir es so einfach machen, damit es jeder sehen kann. We're on this line. Wir sind auf dieser Linie. When did Jesus say, "My hour is not yet come"? Wann hat Jesus gesagt, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist? Where? Wo? How many steps did we have? Wie viele Schritte hatten wir denn? 3. 3. Which step number did he say that at? Und bei welchem Schritt hat er das gesagt? Step 2. Step number 2. Good. Schritt Nummer 2. So it's here. I'm just going to put 2 here. Also ich markiere jetzt hier Nummer 2. No, not here. Also nicht hier. I'm going to put it here somewhere. Ich markiere es hier irgendwo hin. This is all looking small now. Es schaut 2, jetzt alles ziemlich klein aus. 3, 1. Also 1, 2, 3. I'm hoping that people in Zoom can see that. Und ich hoffe, dass Leute das in Zoom sehen können. People said something. It's really small here for people on Zoom. Wait a second. There. I don't know. Hopefully you should be able to see that now. It's step number 2. He says, "My hour is not ready, not yet come." Also es heißt hier am Schritt 2, dass meine Stunde noch nicht gekommen ist. Now, when Elder Tess took 2019, that symbol, and gave it 2 meanings, Und als ältester Test dieses Symbol 2019 genommen hat und 2 Bedeutungen drüber gelegt hat, what was unique about this that people have not fully appreciated, I don't think, was hier so einzigartig darüber ist, was ich denke, viele Leute es nicht wirklich wertgeschätzt haben, is that it created 2 testimonies of the experience after 2019. ist, dass es 2 Zeugen für die Erfahrung nach 2019 kreiert hat. And I'm going to say it either has never happened or it's extremely rare. Und ich sage jetzt mal, dass es nie passiert ist, beziehungsweise dass es sehr selten ist, You take one event, dass man ein Ereignis nimmt, give it 2 meanings, es 2 Bedeutungen gibt and the experience after that is identical. und dass die Erfahrung danach identisch ist. I don't think I can't recall a time, a study that has ever produced that effect. Und ich kann nicht mich daran erinnern, dass ein Studium diese Auswirkung hervorgebracht hat. Perhaps not in the class, but someone might message Elder Chiquetta if they have the answer, and she'll pass it on to me. If they can think of an example when this has ever happened before. Wenn jemand sich an etwas erinnern kann, wo das schon mal vorher passiert ist, kann er ältester Chiquetta eine Nachricht senden, sie wird sie mir dann weiterleiten. So I want us to see the significance of that. Also ich möchte diese Auswirkung oder diese Wichtigkeit, Bedeutung hier betrachten. Number 2,
Nummer 2, it says, my hour is not yet come. wo es heißt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. We've already demonstrated Wir haben bereits demonstriert, that the 40 days of wilderness here and the 40 days of wilderness here dass die, are the same experience. dass die 40 Tage der Wüste hier und auch hier die gleiche Erfahrung sind. There's this preparatory work to begin to do something, Da gibt es dieses Vorbereitungswerk, bevor man etwas tut, where he becomes all glorious. wo er so ganz herrlich wird. Superhuman, we could suggest, we Wir could say. Wir könnten auch sagen, übermenschlich. And the same experience happens here. Und hier die gleiche Erfahrung passiert auch hier. What happens Was passiert? at this waymark? What waymark is this? Welche Wegmarke ist das hier? Was passiert da? Fix camera, please. People don't see you. The camera. The camera can't see it? Nope. Yeah, I pointed right. Oh, no, they're not. There you go. Sorry. Which waymark is this? Welche Wegmarke ist das? It's the cross. This is. Das ist das Kreuz und das hier ist Canaan, people say. This is the cross. This is. Canaan, Pentecost, Panium, Second Advent, Ascension. No, can't do that many. That's crazy. They're giving us every. Pentecost Okay, we'll go with Sister Alyssa. wir nehmen Sister Alissas Antwort. Pentecost. Pfingsten. Yes? It's Pentecost. Das ist Pfingsten. So, Pentecost is here. Pfingsten ist hier. And what happens at Pentecost Und was passiert am Pfingsten to the disciples? mit den Jüngern? Glorious. Herrliche Glorious manifestation of the power of God. Manifestation von der Macht Gottes. So, if we line these up, Also wenn wir diese parallel stellen, then this number 2 diese Nummer 2 would go here. wäre dann hier. And number 2 Und Nummer 2 is after the cross. ist nach dem Kreuz, It's not the cross. ist nicht das Kreuz. And what does number 2 represent? Und was tut Nummer 2 repräsentieren? If I put one word, Ein Wort. hour. Die Stunde. Number 2 was, Und die Nummer 2 war, my hour is not come. meine Stunde ist jetzt noch nicht gekommen. So it's the same here. Also das gleiche hier. So you know Also weiß man, that you can't take every verse that says my hour is not come and make that hour the cross. It can't be. dass man nicht jeden Vers nehmen kann und sagen kann, dass meine Stunde ist noch nicht gekommen, dass dies das Kreuz wäre. I want to Das geht suggest nicht. Ich möchte the vorschlagen, reason why people make these mistakes der Grund, warum Leute diese Fehler machen, is because they're not using a holistic methodology. Holistic, like Complete. history. Oh, okay. Also, warum sie diese Fehler machen, ist, weil sie keine ganzheitliche Methode They're benutzen. just using certain types of methodology. Sie benutzen einfach nur gewisse Arten der Methode. This one, they just proof text. Und mit dieser hier tun sie einfach nur You Belegtext. proof text things, you invariably make mistakes. Und wenn man einfach nur Dinge Belegtexten tut, dann macht man unausweichlich Fehler. Proof texting is one of the most powerful, yet one of the most dangerous methodologies to use. Belegtexten ist eine der mächtigsten, aber auch eine der gefährlichsten Methoden, die man benutzen kann. It's powerful because without it, you don't understand what's happening. Es ist mächtig, denn ohne es kann man nicht verstehen, was hier vor sich geht. That's what we've done. Und das ist, was wir getan With haben. proof text, Wir haben Belegtext. I just called it compare and contrast, Ich or habe- repeat and enlarge. Ich habe es einfach vergleichen, gegenüberstellen oder wiederholen und Erweiterung genannt. But it's dangerous, Aber es ist and gefährlich. it's dangerous if you don't use structure. Es ist gefährlich, wenn man nicht die Struktur And benutzt. I want to contend Und ich möchte that vorschlagen, that's what happened here when people started resisting what the concept of the hour was. ist, wenn man hier dieses Beispiel betrachtet, wo Leute widerstanden haben, was diese Stunde ist, dass sie dem nicht zugestimmt haben. And what makes this even more important Und was das jetzt noch wichtiger macht, is not only were they proof texting it this way, ist nicht, dass sie diese einfach nur so Belegtexte getextet haben. I don't know if you know this phrase, who aided and abetted them? Who supported them? Wer hat sie denn ihnen geholfen und gebettet?
Not FFA. Not Nicht FFA. Ellen White. Ellen White, good. Ellen White, Flukas. Yes. Ellen White aided and abetted them. Ellen White hat ihnen geholfen und sie gebettet. Because almost everywhere it says, my hour is not come, she's going to say the hour points to the cross. Also sie sagt nämlich zum Beispiel, wenn die Stunde noch nicht gekommen ist, dass diese Stunde sich aufs Kreuz bezieht. People pick up their documents and say, now I have my evidence. Und Leute nehmen jetzt ihre Dokumente und sagen, ja, jetzt habe ich Beweise. And Elder Tess argues that that is not sufficient evidence. Und Ältester Tess sagt, dass dies nicht ausreichende Beweise sind. Why isn't it? Warum ist es dem nicht Is so? this throwing away Ellen White's writings? Ist das, dass man dann hier jetzt Ellen Whites Schriften rausschmeißt? No, it's not. Nein, natürlich nicht. Ellen White has a perspective that she wants us to understand. Ellen White hat eine Perspektive, die sie möchte, dass wir sie verstehen. And Elder Tess had a perspective that she wanted us to understand, and they're different. Und Ältester Tess hatte eine Perspektive, die sie wollte, dass wir sie verstehen. Und sie sind unterschiedlich. Can't use a Spirit of Prophecy quote Und man kann nicht ein Zitat von Geist der Weissagung benutzen, prove someone wrong in this way. um jemanden in dieser Art und Weise als falsch auszulegen. When they have created a structure that has integrity. Wenn sie eine Struktur kreiert hat, die Integrität hat. And I want to remind us, Und ich möchte uns daran erinnern, we're post November 9. wir sind nach dem 9. November. We're supposed to be mature. Wir sollten reif und erwachsen sein. Decades of education. Jahrzehnte von Erfahrung. And yet we still struggle with this methodology. Und dennoch haben wir immer noch Probleme mit dieser Methode. We still find it difficult Wir finden es immer noch sehr schwer, to handle God's word correctly. Gottes Wort korrekt da heranzugehen. And the reason why we should be so cautious about this Und der Grund, warum wir so vorsichtig damit sein sollten, is we've just seen ist, dass wir gerade erst gesehen haben, the person that the Lord raised leave God's work. ist, dass die Person, die Gott berufen hat, das Werk zu tun, gerade das Werk verlassen hat. And he left over this very issue. Und er hat genau sich über dieses Problem oder Thema, deswegen ist er gegangen. He doesn't know how to handle structures. Er weiß nicht, wie man Strukturen Structures is only another word for handhabt. repeat and enlarge, Und Strukturen sind einfach nur ein weiteres Wort für Wiederholung und Erweiterung, which is only another word for line upon line methodology, welches einfach nur ein weiteres Wort für eine Linie-auf-Linie-Methode ist. which is so crazy when you think about it, seen as the increase of knowledge, line upon line, came from him. Welches so eigentlich verrückt ist, wenn man darüber nachdenkt, dass die Zunahme der Erkenntnis Linie auf Linie dieser Methode von ihm ja selber kam. Okay, so the only point I wanted to make here Der einzigste Punkt, den ich hier machen wollte, is that Elder Tess ist, dass Ältester Tess took these two structures diese zwei Strukturen and integrated them und hat sie integriert. in a way that people had not seen before. In einer Art und Weise, wie man es vorher nicht gesehen hatte. She also did the same here, Und sie hat das Gleiche auch hier getan, using exactly the same methodology. indem sie die gleiche Methode benutzt hat. I want us to see how powerful this methodology is. Und ich möchte, dass wir sehen, wie mächtig diese Methode ist. You take this singular power Man nimmt diese eine einheitliche Macht, that has three experiences, 1, 2, 3. die 3 Erfahrungen hat, 1, 2, 3. You contrast this to another one. Man vergleicht sie mit einer anderen. He wins, Er gewinnt the other one, und die andere Person, if you contrast, wenn man gegenüberstellt, loses. die verliert. King of the North wins, the King of the South loses. Der König des Nordens gewinnt, so verliert der König des Südens. That's the limit of our understanding. Loses. Das ist die Limitierung unseres Verständnisses. For about, I don't know, the last 28, 29 years. Für die letzten 28, 29 Jahre. Since the time of the End magazine, that's all we knew. Das Zeit des Endes Magazins war alles, was wir kannten. Because we were so blind to this issue, Und weil wir so blind diesem Thema gegenüber sind, God has had to take us kicking and screaming to bring us to this point where we are now. musste Gott, so viel wir uns auch gewehrt und geschreit haben, zu diesem Punkt bringen, an dem wir uns bereits befinden. We seem so unwilling to
learn, Wir scheinen so unwillig zu sein, dass wir lernen. to unlearn what we've done wrong and to learn what we need to. Zu verlernen, was wir falsch getan haben und gelernen, was wir lernen sollten. So all Elder Tess did was the following. Also alles, was Ältester Tess gemacht hat, ist Folgendes. Says comparing is good. Sie sagt, Contrasting is good. das Gegenüberstellen ist okay, gut. Let's compare, Aber jetzt lasst uns vergleichen. which means let's see how they are the same. Was bedeutet, dass wir uns jetzt anschauen sollen, wie das Gleiche ist. And how are they the same? Und wie sind sie das Gleiche? They both have the same experience. Sie haben beide die gleiche Erfahrung. They go from life, death to life. Sie gehen vom Leben zum Tod zum Leben. That's the north. Das ist der Norden. And the south will do the same. It's alive, death, and alive. Und der Süden wird das Gleiche machen. Leben, Tod, Leben. Now, perhaps we're not aware of it in the way that I've explained, Vielleicht sind wir dem nicht so bewusst über, in der Art und Weise, wie ich es erklärt habe, that Brother Chawatu, Sister Kimberly, dass Bruder Chawatu und Schwester Kimberly, they were so close to understanding this. sie waren da so nah dran, das zu verstehen. And yet what happened was, Und jedoch, was passiert ist, they took their message, sie haben ihre Botschaft genommen, they gave it to FFA, sie haben es FFA gegeben and FFA would explain it using their own concepts, their own ideas. und FFA würde es jetzt erklären, indem sie ihre eigenen Konzepte und Ideen benutzen würde. And what was FFA's explanation of what had happened? Und was ist denn die Erklärung von FFA, was da passiert ist? We're just going to take a pause for a minute. Test. Okay, it's back on. It's green again. All good? Yep. Okay. So let's step back. My question was, Meine Frage war, Brother Chawtu, Sister Kimberly mein Bruder Chawatu, Schwester Kimberly, were almost there to explain this. waren so kurz davor, das zu erklären. They handed their work over to FFA, Sie gaben ihre Arbeit rüber zu FFA, and what ihr Werk. FFA did was Und was FFA getan hat, just stamp their methodology over that study. dass sie ihre Methode über dieses Studium stülpen, Instead of thinking carefully. anstelle dass sie vorsichtig nachdenken. And so they explained it in which way? Also sie haben es in welcher Art und Weise erklärt. So God had hid his hand Gott hat seine Hand darüber gehalten, over a mistake über einen Fehler, that FFA had made, den FFA gemacht hat, and then he took his hand away. und dann hat er seine Hand weggenommen. That's how they explained it. Das ist, wie sie es erklärt And haben. when you do that, Wenn man das tut, we need to be clear who we're blaming. dann müssen wir vorsichtig sein, wen wir beschuldigen. Because whose hand is that? Denn wem seine Hand ist das So we denn? blame God. Also wir tun Gott anschuldigen. And what I want us to see Und was ich möchte, dass wir sehen, is that when we spoke about the when, ist, dass wenn wir über dieses Wann and I sprechen, want to go back over this to reinforce this point, und ich möchte darüber nochmal drüber hinweggehen, damit wir diesen Punkt nochmal machen können. what do we know about when? Was wissen wir denn über wann? We know when. Wir wissen wann. We know when the death happens, the time of the end. We have the date for that. It's given in inspiration. Wir wissen, was der Tod, wann der ist. Dieses Datum wird uns in der Inspiration gegeben. But we don't know Aber was wir nicht wissen, when the resurrection happens. wann die Wiederauferstehung ist. And we were so fixated with spirit of prophecy Und wir sind so auf den Geist der Weissagung fixiert and revelation und die Offenbarung, that we refuse to connect the pieces of the puzzle together. dass wir uns weigern, die Puzzleteile zusammenzufügen. Because when you create this date here, Denn wenn man dieses Datum hier kreiert, that is time setting. dann ist das Zeitsetzung. You're now giving the date Denn nun gibst du das Datum, where this begins to happen. wo das anfängt zu passieren. And FFA refused to follow through with a clear methodology. Und FFA weigerte sich, mit eine deutliche Methode durchzuführen. They wouldn't go where the truth was leading them. Also sie wollten nicht dahin gehen, wo die Wahrheit sie hinführte. Why? Warum?
What hindered them? Was hat sie gehindert? Traditions. Tradition. And we will say traditions are what? Und wir würden sagen, die Tradition von was? Legacy. Conservatism? The Time of the End magazine. I'm going to suggest Ich würde vorschlagen, Traditions of Men, someone says. traditions of men. It's the sins of our fathers. Es sind die Sünden unserer Väter, das würde ich sagen. They were holding on to the sins of our fathers Sie haben die Sünden ihrer Väter festgehalten and imposing them, projecting them upon this movement. und haben sie über diese Bewegung drüber gelegt. And could they do that? Are they allowed to do that? Und konnten sie das tun? Waren ihnen das erlaubt? Of course not. Natürlich nicht. They were breaking a rule. Sie haben eine Regel gebrochen. And let's just quickly see that. Und lasst uns das schnell betrachten. Someone says like the disciples of Christ days. So someone has said, like the disciples of Christ. Jemand hat gesagt, wie die Jünger von Jesus. So I want to go to Early Writings, page 74. Also ich möchte zur Early Writing Seite 74 gehen, frühe Schriften im Englischen. And this is a much used quote that we didn't apply properly. Und das ist ein Zitat, das viel benutzt wurde, aber nicht richtig angewandt wurde. 74 paragraph 1. Und das ist Paragraph 1 im Englischen. So I'm going to cut into the verse. Also ich gehe da jetzt in den Paragraphen rein. Sorry? Is this rest that you asked? In English or German? 74, paragraph 1. EW 74.1. In the scattering, efforts made to spread the truth had but little effect, accomplished but little or nothing. Während der Zerstreuung hatten Bemühungen, die Wahrheiten auszubreiten, nur wenig Wirkung. But in the gathering, when God has set his hand to gather his people, efforts to spread the truth will have their designed effect. Aber während der Sammlung, wenn Gott mit seiner Hand sein Volk sammelt, werden Bemühungen, die Wahrheit zu verbreiten, den beabsichtigten Erfolg haben. We'll skip a little bit. Wir gehen darüber ein bisschen hinweg. If God should do no more for us now than he did then, Israel would never be gathered. Wenn Gott jetzt nichts mehr für uns tun würde als damals, also nicht mehr tun würde, würde Israels niemals gesammelt werden. What had gathered the people, I'll say it this way, in the Millerite history? Was hat denn das Volk in der Milleriten-Geschichte gesammelt? One word, Ein Wort, one issue, ein Thema. not prophecy. Prophecy is a good answer. Time. People say time. Okay, everyone's saying time. Jeder sagt hier Zeit. Good. Gut. It's time that was the tool or the methodology that gathered the people. Also es ist die Zeit, welches das Werkzeug ist, wie die Leute gesammelt wurden. And whether Ellen White realizes it or not, Und ob Ellen White es realisiert oder nicht, it's time that will do the work of gathering a second time. dann ist es die Zeit, die auch diese Sammlung wieder ein zweites Mal passieren And lässt. she teaches us Und sie lehrt uns, it's wrong dass es falsch ist, to refer to the scattering sich auf die Zerstreuung zu beziehen, for an example to govern us now. als ein Beispiel, das uns jetzt ein Vorbild sein sollte. By the way, when is the now? Und nebenher denn, wann ist dieses denn jetzt? When she says this, when is now? Wenn sie das sagt, wann ist dieses jetzt? Wait, someone gives us an answer. 1850. 1850. It's 1850. Es ist 1850. So, Also, Elder Jeff should have known this, ältester Jeff hätte das wissen sollen, that the gathering dass die Sammlung that for the fourth generation, the generation in which we live, would only occur through
through time. Also ältester Jeff hätte wissen müssen, dass die Sammlung in der 4. Generation nur durch die Zeit passieren kann. And he had all the information that he needed to know that. Und er hatte die ganze Information, die er gebraucht hat, ja, die er dafür gebraucht hat. That when you connect Revelation with Daniel, it's time that is the connecting link. Dass wenn man Daniel und die Offenbarung miteinander verbindet, ist es die Zeit, die dieses Verbindungsstück ist. And what prevented him from doing that? Und was hat ihn davon abgehalten, dies zu tun? Ellen White. Ellen White. And Und the sins of the fathers. die Sünden der Vorväter. This traditional thinking that we cannot time set. Dieses traditionelle Denken, das wir nicht Zeit setzen können. So it took new eyes. Also es hat neue Augen gebraucht. A new person needed to be raised Eine neue Person musste berufen werden, in order to re-examine um nochmal zu überdenken, betrachten, this issue in verse 40. dieses Thema in Vers 40. The Lord hadn't hidden his hand over mistakes. Der Herr hat nicht seine Hand über einen Fehler gehalten. There were no mistakes. Dieses Wort, kein Fehler. Gab es keine Fehler. What we had to know Was wir wissen mussten, is when something resurrects, dass wenn etwas wieder aufersteht, does it look like the same as the original life? sieht es so aus wie das ursprüngliche Leben. No, it does not. Und es sieht nicht so aus. And this is what was missing when we transferred from the Soviet Union to Russia, as I've drawn here. Und das ist, was wir hier sehen, wenn es von der Sowjetunion zu Russland geht, was ich hier gezeichnet habe. When FFA continued to insist upon using their own methodology, Als FFA darauf bestanden hat, ihre eigene Methode zu benutzen, this is what began to derail the movement. dann war das, was anfing, die Bewegung entgleisen zu lassen. I don't know where their study would have gone if they would ever have been able to work out this. Ich weiß nicht, wo ihr Studium sie hingeführt hätte, wenn sie das hier herausarbeiten hätten können. But for one reason or another, Aber aus irgendeinem Grund, that work that Brother Chowdhury and Sister Kimberly did never came to fruition. It never achieved its proper, true end. dieses Werk, was Bruder Chowdhury und Schwester Kimberly angefangen hatten, kam nie zu seinem rechtmäßigen oder gewollten, gedachten Ende. It was doomed to failure. Es war dazu zum Untergang geweiht. Why? Warum? Because they chose to work with, Wrong angel, someone? Took it to the wrong angel. they took it to the wrong angel, someone said. Did you say? They took it to FFA. They should never have done that. Sie hätten es niemals zur FFA bringen sollen. Because they superimposed their methodology, which was wrong, Denn sie haben ihre Methode darüber gelegt, welches falsch war. outdated. Die bereits schon outdated in German, nicht mehr zeitgemäß war. They took a concept from the Millerite history and tried to project it into our own. Sie haben ein Konzept versucht, der Milleritengeschichte zu nehmen und es in unsere eigenen Geschichte zu projizieren. So what I want to say Was ich sagen möchte, is ist, they took a line of failure dass sie eine Linie des Fehlschlages genommen and tried to haben turn it into a line of success. und versucht haben, es in eine Linie des Erfolges zu verdrehen. So the point I want us to see Also den Punkt, den ich möchte, dass wir sehen, is that when we start talking about comparing and contrasting, because that's the question that was asked, ist, dass wir über dieses Vergleichen und Gegenüberstellen nachdenken. Das war ja die Frage, die gestellt wurde. when you compare the two kings, Dass wenn man diese zwei Könige vergleicht, you have to expect a resurrection of the south. dann muss man eine Wiederauferstehung des Königs des Südens erwarten, Which would occur welches aufkommen würde after its whirlwind death, this large arrow. nach diesem Tod durch diesen Wirbelsturm, dieser große Pfeil hier. And what problems does that create Und was für ein Problem kreiert das denn for this movement? für diese Bewegung? We thought Wir haben gedacht,
from the Time of the End magazine, von dem Zeit des Endes Magazins, that this event, this whirlwind event, dass dieses Ereignis, dieses Wirbelsturmereignis, is the last part of the verse. ist dieser letzte Teil des Verses. Why do we think that? Warum denken wir das denn? Why is the whirlwind the last part of the verse? Warum ist denn dieser Wirbelsturm der letzte Teil dieses Verses? Because? Why? I need the because, Weil, not then. Because? Because 41 is coming, but I want it rephrased a different way. weil Vers 41 kommt und ich möchte es aber in einer anderen Weise, dass man sagt. No one is saying anything. What happens after the whirlwind in Was verse pa- 40? Was passiert denn nach diesem Wirbelsturm in Vers 40? Overflowing scourge? That just means he moves on. Das bedeutet einfach, dass er weitergeht. I mean, with reference to the king of the south. Because we ignored that overflow and Passover did not mean the end of USSR and Russia. No. I want to suggest Ich möchte vorschlagen, that it's the end of the verse. dass es das Ende des Verses There's ist. no more words. Da gibt es keine weiteren Wörter mehr. And what we had done Und was wir getan haben, was only look at words. ist, dass wir nur Wörter betrachtet haben. What do we call that? What's the cliche phrase that's used today? Und was ist dieser Klischeesatz, der heute benutzt wird? And you only look at words. Wenn du nur die Wörter betrachtest. Proof text. Look at the context, Someone says proof text. Proof Thus saith text. the Lord. tunnel view. Thus saith A the thus Lord. saith the Lord. Ein so sagt der Herr. A thus saith the Lord, a plain reading. Ein Lesen so wie es steht. That's what we did. Das ist, was wir getan haben. And that leads you to really silly conclusions. Und das leitet uns zu richtig dummen Schlussfolgerungen. When did verse 40 end? Wann hat denn Vers 40 geendet? The date? Das Datum. 1989? 1989. 1989. And when does verse 41 begin? Und wann fängt Vers 41 Sanilo? Sometime in the future. Fängt irgendwann in der Zukunft an. So where were we living? Wo haben wir dann gelebt? In a vacuum. In a vacuum. Also in einem Vakuum. The way in military terms we would be in no man's land. Also im Militär, in der Militärsprache ausgedrückt wäre das im Niemandsland. You're not in verse 40 and you're not in verse 41, Du bist nicht in Vers 40 und auch nicht Vers 41. which means you must be in a ditch. Was bedeutet, dass man sich in einem Graben befindet. And who goes in ditches? Und wer geht denn in den Graben? Fanatics? Who? No, not you hide. Wer geht in Who Graben? goes into ditches? Dead people? Blind people? Blind people. Daisy said blind. Sister Daisy said blind? Yeah. Can you give us a verse, Sister Daisy? Den Vers, Schwester Daisy? We'll give you the book. Matthew. Ist Matthäus? Is it 16? She said Matt- 16? No, that was me. Matthew 15, Matthew 15, verse 14. Vers 14. The blind leaders of the blind, and both shall fall into a ditch. Die Blinden leiten die Blinden. Now she gave the verse. Thank you. Und sie leiten sie oder führen sie in einen Graben. That's what FFA had taken this movement into a ditch. Das ist, was FFA gemacht hat. Sie haben diese Bewegung in einen Graben geleitet. And it took Elder Tess to get us out of that ditch. Und es brauchte ältesten Test, uns aus diesem Graben wieder rauszunehmen. Because when the issue of Russia and the Soviet Union got brought up in 2016, Denn als dieses Thema von Russland und der Sowjetunion in 2016 wieder aufkam, Future for America stamped on it. da ist Future for America auf diesem Thema rumgetrampelt, Control of that message. diese Botschaft zu kontrollieren. 2018, 2018 God will not allow that to happen again. erlaubte nicht, dass das nochmal passiert. He would not allow Erlaubt es nicht them nochmal, to interfere with the midnight cry message. dass sie die Mitternachtsrufbotschaft da eingreifen. But in God's wisdom, Aber in Gottes Weisheit, where was that message delivered to first? wo wurde diese Botschaft als erstes gegeben?
to them. Zu ihnen. It was handed to them first for them to accept it. Natalie says Europe. Es wurde ihnen als erstes gegeben. It was not Europe. Es war nicht Europa. It went first to the United States. Es ist zuerst zu den Vereinigten Staaten gegangen. Okay, the point I want us to see Also den as we Punkt, close. während wir jetzt abschließen, den Punkt, den ich möchte, dass wir sehen. Compare the two kings. Vergleich diese zwei Könige. The king of the south must resurrect, Der König des Südens muss wieder auferstehen. and it will do that Und es wird das tun. What's this? Was ist das denn hier? Excellent. This is verse 41. Ist Vers 41, Exzellenz. It has to resurrect in verse 40. Es muss in Vers 40 wieder auferstehen. And when it does, Und wenn das so passiert, it will be more glorious than the past. dann wird es so herrlicher sein wie in der Vergangenheit. And what was the one that was in the past? Und was war denn in der Vergangenheit? Soviet Union. Die Sowjetunion. When it resurrects now, it's Russia. Und wenn es jetzt wieder aufkommt, dann ist es nun Russland. And it's more glorious. Und es ist noch herrlicher. It's not a coincidence that Vladimir Putin Es ist kein Zufall, dass Wladimir Putin is perhaps ist vielleicht one of the, I'm going to say this, perhaps the greatest politician of the 21st century. einer der großartigsten Politiker des 21. Jahrhunderts ist. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We ask and pray for a blessing, Wir bitten dich für einen Segen, that you would shield, direct us, dass du uns beschützen und führen wirst so we might have a clearer understanding of your word. und dass wir ein klares, deutlicheres Verständnis von deinem Wort haben. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.